Lektion 1. Das unvorhergesehene Abenteuer. Guten Abend, Anna. Wie war deine letzte Reise? Guten Abend, John. Leider lief es nicht wie geplant. Oh nein. Hat es deine gesamte Reise ruiniert oder konntest du dich erholen? Anfangs war es eine ziemliche Herausforderung. Ich habe es jedoch geschafft, einen Weg zu finden, mich zu amüsieren. Ich freue mich, das zu hören. Was genau ist schiefgelaufen? Ich habe meinen Koffer am Flughafen verloren. Es enthielt die meisten meiner Habseligkeiten. Das muss unglaublich stressig gewesen sein. Wie bist du mit der Situation umgegangen? Ich habe den Verlust sofort gemeldet. Zum Glück war die Fluggesellschaft sehr hilfreich. Haben sie Ihnen geholfen, während Sie auf Ihren Koffer gewartet haben? Ja, sie boten mir ein kostenloses Set mit wichtigen Gegenständen an. Das war großzügig von Ihnen. Welche Artikel waren im Kit enthalten? Eine Zahnbürste, Zahnpasta und eine Grundausstattung an Kleidung wurden zur Verfügung gestellt. Das sind wichtige Dinge. Haben Sie es geschafft, deinen Koffer zurückzuholen? Nach 2 Tagen fanden sie es und lieferten es in mein Hotel. Das muss eine Erleichterung gewesen sein. Wie hast du diese 2 Tage ohne deine Sachen verbracht? Ich konzentrierte mich darauf, die Stadt zu erkunden. Es zwang mich, spontaner zu sein. Das klingt nach einem Hoffnungsschimmer. Auf welche Abenteuer hast du dich eingelassen? Ich besuchte lokale Märkte und probierte verschiedene Streetfoods, die köstlich waren. Streetfood ist oft das Herzstück der Kultur einer Stadt. Was waren deine Lieblingsgerichte? Ich mochte besonders ein herzhaftes Gebäck mit Fleisch und Gewürzen. Das klingt köstlich. Hast du auch irgendwelche lokalen Attraktionen erlebt? Unbedingt. Ich habe an einer Führung durch das historische Viertel teilgenommen. Etwas über Geschichte zu lernen bereichert Reiseerlebnisse. Was hast du entdeckt? Die Architektur war atemberaubend. Jedes Gebäude hatte eine einzigartige Geschichte zu erzählen. Das klingt faszinierend. Hast du auf deinen Reisen interessante Leute getroffen? In der Tat habe ich mehrere Einheimische getroffen, die mir einen Einblick in ihre Kultur gegeben haben. Diese Verbindungen führen oft zu unvergesslichen Erlebnissen. Ich stimme zu. Ich habe viel mehr gelernt, als ich erwartet hatte. Manchmal können unerwartete Wendungen zu den besten Erinnerungen führen. Genau. Der Verlust meines Koffers wurde zu einem unvorhergesehenen Abenteuer. Es ist erstaunlich, wie die Perspektive eine Situation verändern kann. Unbedingt. Ich kehrte mit Geschichten nach Hause zurück, die ich schätze. Ich freue mich zu hören, dass Sie sich anpassen konnten. Danke, John. Aber beim nächsten Mal werde ich besser vorbereitet sein. Vorbereitung ist auf Reisen immer eine gute Strategie. Ja. Ich werde eine Checkliste erstellen, um sicherzustellen, dass ich nichts vergesse. Das wird dir auf zukünftigen Reisen auf jeden Fall helfen. Trotz der Frustrationen habe ich aus dieser Erfahrung wertvolle Lehren gezogen. Diese Lektionen werden bei dir bleiben und deine zukünftigen Abenteuer bereichern. Ich freue mich schon auf meine nächste Reise, bewaffnet mit neuen Erkenntnissen. Das ist der Geist. Abenteuer erwarten Sie an jeder Ecke.
Ja, das tut es. Reisen bietet endlose Möglichkeiten zur Erkundung. Ich kann es kaum erwarten, von deiner nächsten Reise zu hören. Danke, John. Ich hoffe, es wird noch bereichernder. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird, und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch darüber. Lektion 2: Den perfekten Kurzurlaub planen. Guten Tag, Anna. Ich habe kürzlich von einem schönen Reiseziel gehört. Guten Tag, John. Das klingt unglaublich. Wo ist dieser Ort? Es ist eine Küstenstadt, die für ihre atemberaubenden Strände und ihre lebendige Kultur bekannt ist. Ich bin fasziniert. Was macht diese Stadt so besonders? Die Stadt bietet eine atemberaubende Landschaft und eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten. Das klingt herrlich. Gibt es dort bezahlbare Unterkünfte? Ja, es gibt mehrere budgetfreundliche Optionen, darunter Pensionen und Hostels. Das sind gute Neuigkeiten. Ich suche oft nach erschwinglichen Orten, wenn ich reise. Es ermöglicht mehr Flexibilität bei der Planung Ihrer Reise. Genau. Ich stelle Geld lieber für Erlebnisse als für Luxus bereit. Kluges Denken. Die Erlebnisse schaffen bleibende Erinnerungen. An welchen Aktivitäten kann man teilnehmen, wenn man diese Küstenstadt besucht? Sie können schwimmen, wandern und die lokalen Märkte erkunden. Diese Aktivitäten klingen unterhaltsam. Gibt es Führungen? Ja, es gibt Touren, die sich auf die Geschichte und natürliche Schönheit der Stadt konzentrieren. Das Kennenlernen der lokalen Kultur verbessert das Reiseerlebnis. Das tut es auf jeden Fall. Sie gewinnen Erkenntnisse, die Sie in Reisebüchern nicht finden können. Gibt es beliebte Restaurants, die Sie empfehlen würden? Die Stadt ist bekannt für ihre Fischrestaurants. Frische Fänge werden täglich serviert. Das ist wunderbar. Ich liebe es, auf Reisen lokale Küche zu probieren. Sie sollten auch das Streetfood probieren. Es bietet einen einzigartigen Geschmack der Kultur. Streetfood bietet oft ein authentisches Erlebnis lokaler Aromen. Genau. Sie könnten einen Tag damit verbringen, einfach die lokale Essensszene zu erkunden. Das klingt nach einer erfüllenden Art, meine Zeit zu verbringen. Haben Sie über die beste Zeit nachgedacht, um diese Küstenstadt zu besuchen? Ich glaube, der späte Frühling oder der frühe Herbst wären ideal. Du hast recht. Das Wetter ist angenehm und die Menschenmassen sind geringer. Das macht Sinn. Das Aufspüren weniger überfüllter Zeiten verbessert das Erlebnis. Ganz zu schweigen davon, dass Unterkünfte in diesen Zeiträumen oft günstiger sein können. Das ist ein erheblicher Vorteil. Was ist mit Aktivitäten am Abend? Es gibt Lagerfeuer am Strand und Live-Musikveranstaltungen, die Sie genießen können. Wie reizend. Ein Abend am Strand klingt perfekt. Es schafft eine entspannte Atmosphäre, in der Sie sich nach einem erlebnisreichen Tag entspannen können. Ich kann mir schon vorstellen, dort den Sonnenuntergang zu genießen. Die Sonnenuntergänge sind absolut atemberaubend und bemalen den Himmel mit lebendigen Farben. Das klingt bezaubernd. Ich würde diese Momente gerne auf Fotos festhalten. Fotos sind eine großartige Möglichkeit, sich an so schöne Erlebnisse zu erinnern. Ja, sie bewahren Erinnerungen für die kommenden Jahre.
Planst du mit jemandem zu reisen oder bevorzugst du Solo-Abenteuer? Ich reise gerne mit Freunden, da der Erfahrungsaustausch sie bereichert. Ich stimme zu. Erfahrungen, die mit anderen geteilt werden, gewinnen oft an Bedeutung. Haben Sie vor, diese Küstenstadt selbst zu besuchen? Ich denke darüber nach, im kommenden Sommer eine Reise zu organisieren. Das solltest du. Ich würde gerne mitmachen, wenn die Daten übereinstimmen. Das wäre wunderbar. Gemeinsames Reisen kann zu unvergesslichen Erinnerungen führen. Ich bin mir sicher, wir würden eine fantastische Zeit beim Erkunden haben. Wir könnten auch einen Reisevlog erstellen, um unsere Reise zu dokumentieren. Das ist eine hervorragende Idee. Es könnte andere informieren und sie zu einem Besuch inspirieren. Wir würden Tipps und Empfehlungen teilen, die wir aus unseren Erfahrungen gewonnen haben. Ich freue mich darauf, weitere Details über die Reise zu besprechen. Ja, lassen Sie uns unsere Pläne bald fertigstellen. Ich freue mich über die Aussicht auf dieses Abenteuer. Gemeinsam werden wir es zu einem außergewöhnlichen Erlebnis machen. Lektion 3: Das nächste Abenteuer planen. Guten Morgen, Anna. Haben Sie über Ihr nächstes Reiseziel nachgedacht? Guten Morgen, John. Ja, ich habe über eine Reise nachgedacht. Natürlich. Wo willst du hin und wann? Ich muss von Manchester nach Paris reisen. Ich hoffe, nächsten Monat gehen zu können. Paris ist eine wunderschöne Stadt. Was sind deine Hauptinteressen dort? Ich möchte die Kunstszene erkunden, insbesondere den Louvre. Der Louvre ist ein großartiges Museum. Hast du es schon einmal besucht? Nein, habe ich nicht. Allerdings wollte ich schon immer die Mona Lisa sehen. Dieses Gemälde ist ikonisch. Sie werden die Erfahrung sicherlich genießen. Ich glaube schon. Außerdem möchte ich an der Seine entlang schlendern. Die Seine bietet eine herrliche Aussicht auf die Stadt. Haben Sie vor, eine Bootstour zu machen? Ja, das würde ich sehr gerne. Eine Bootstour scheint eine perfekte Möglichkeit zu sein, die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Das ist es wirklich. Sie können die Sehenswürdigkeiten genießen, während Sie auf dem Wasser entspannen. Außerdem möchte ich Montmartre besuchen. Ich habe gehört, dass es bezaubernd ist. Montmartre hat eine reiche Kunstgeschichte. Das Ambiente ist einzigartig. Ich freue mich darauf, auch die lokale Küche zu genießen. Die französische Küche ist weltweit bekannt. Haben Sie bestimmte Gerichte im Sinn? Ich möchte Schnecken und ein herrliches Gebäck probieren. Beides ist eine hervorragende Wahl. Sie werden ein kulinarisches Abenteuer erleben. Unbedingt. Ich habe vor, eine Konditorei zu besuchen und traditionelle Croissants zu probieren. Ein frisches Croissant in Paris ist ein Muss. Es wird Ihre Erwartungen übertreffen. Ich kann es kaum erwarten. Bist du schon einmal nach Paris gereist, John? Das habe ich. Meine Reise war voller unvergesslicher Erlebnisse. Was war der Höhepunkt deiner Reise? Der Besuch des Eiffelturms bei Sonnenuntergang war atemberaubend. Das kann ich mir nur vorstellen. Die Aussicht muss spektakulär gewesen sein. Das war es in der Tat. Die Lichter der Stadt, die die Skyline umarmten, waren magisch.
Ich hoffe, während meines Besuchs schöne Fotos machen zu können. Sie werden sicherlich viele Möglichkeiten für atemberaubende Fotos haben. Ich beabsichtige, meine Abenteuer ausführlich zu dokumentieren. Das ist eine hervorragende Idee. Es ermöglicht Ihnen, die Erinnerungen noch einmal zu erleben. Ja, ich möchte meine Erfahrungen mit Freunden und Familie teilen. Das Teilen von Reiseberichten inspiriert oft auch andere zum Erkunden. Ich hoffe, meine Geschichten werden Sie ermutigen, neue Orte zu besuchen. Deine Leidenschaft für Reisen ist ansteckend, Anna. Danke, John. Reisen erweitert die eigenen Perspektiven. Ich stimme voll und ganz zu. Jede Reise lehrt uns etwas Neues. In der Tat. Es bereichert unser Verständnis verschiedener Kulturen. Haben Sie Bedenken, während dieser Zeit zu reisen? Ich werde sicherstellen, dass die Reisebeschränkungen und Sicherheitsrichtlinien überprüft werden. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben. Ich werde auch in eine Reiseversicherung investieren, um beruhigt zu sein. Das ist eine kluge Entscheidung. Es ist immer gut, vorbereitet zu sein. Ja. Ich möchte meine Reise ohne unnötige Sorgen genießen. Ihre Planung wird sich auszahlen. Es klingt, als wärst du bereit für ein Abenteuer. Ich freue mich auf diese neue Reise. Ich freue mich auch für dich. Denken Sie daran, die Essenz des Reisens ist das Erlebnis. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Danke für deine Ermutigung, John. Du bist sehr willkommen, Anna. Ich kann es kaum erwarten, von deinen Abenteuern in Paris zu hören. Lektion 4. Das Abenteuer in Green Valley. Guten Morgen, Anna. Haben Sie in dieser Saison irgendwelche Reisen in Betracht gezogen? Guten Morgen, John. Ja, ich denke darüber nach, den Green Valley National Park zu besuchen. Ich habe viele wundervolle Dinge über den Green Valley National Park gehört. Es ist bekannt für seine atemberaubenden Landschaften und seine vielfältige Tierwelt. Unbedingt. Die Fotos, die ich gesehen habe, zeigen atemberaubende natürliche Schönheit. Ich habe gelesen, dass es zahlreiche Wanderwege gibt, die für alle Könnerstufen geeignet sind. Das sind hervorragende Neuigkeiten. Ich wandere gerne, besonders an malerischen Orten. Ich auch. Eine gute Wanderung ermöglicht es einem, sich mit der Natur zu verbinden. Haben Sie einen bestimmten Trail im Sinn, den Sie zuerst erkunden möchten? Ich denke über den Ferntrail nach. Es soll ziemlich malerisch sein. Ich habe gehört, dass der Ferntrail von wunderschönen Pflanzen und Bäumen gesäumt ist. Ja, das ist es. Das lebendige Grün soll eine ruhige Atmosphäre schaffen. Das klingt herrlich. Hast du vor, alleine oder mit Freunden zu gehen? Ich habe vor, ein paar Freunde einzuladen, mich auf dieses Abenteuer zu begleiten. Das wird das Erlebnis verbessern. In Gesellschaft macht es mehr Spaß, die Natur zu erkunden. Ich stimme zu. Jeder kann Geschichten teilen und gemeinsam die Landschaft genießen. Hast du die Wettervorhersage für deinen geplanten Reisezeitpunkt überprüft? Ja, die Prognose sieht vielversprechend aus. Es sollte Sonnenschein und milde Temperaturen geben. Perfektes Wanderwetter. Es wird das Erlebnis noch besser machen. Ich habe auch gehört, dass es im Park Picknickplätze gibt.
Ein Picknick klingt nach einer langen Wanderung herrlich. Ich habe vor, ein paar Sandwiches und Erfrischungen für alle einzupacken. Das ist eine fantastische Idee. Frische Luft und gutes Essen sind eine großartige Kombination. Ja. Ich glaube, das wird unsere Reise unvergesslich machen. Gibt es neben dem Wandern noch andere Aktivitäten, die Sie unternehmen möchten? Ich würde gerne Vogelbeobachtung ausprobieren. Der Park ist die Heimat vieler Arten. Vogelbeobachtung kann faszinierend sein. Es lohnt sich, sie in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. In der Tat. Ich hoffe, auch ein paar schöne Fotos machen zu können. Das visuelle Festhalten von Erinnerungen verleiht Abenteuern eine besondere Note. Ich stimme zu. Fotografieren Sie gerne, wenn Sie reisen? Ja, ich finde es eine großartige Möglichkeit, Erlebnisse zu bewahren. Es ist auch eine wunderbare Möglichkeit, Ihre Reisen mit anderen zu teilen. Das ist wahr. Ich teile gerne Geschichten und Bilder mit Freunden. Haben Sie den Green Valley National Park schon einmal besucht? Leider hatte ich noch keine Gelegenheit dazu. Sie sollten erwägen, uns auf dieser Reise zu begleiten. Ich würde mich dir gerne anschließen. Mit Freunden zu erkunden, macht immer Spaß. Es wird eine freudige Erfahrung in guter Gesellschaft sein. Ich werde in meinem Zeitplan nachschauen, ob ich verfügbar bin. Ich hoffe, du schaffst es, John. Je mehr, desto besser. Ich stimme zu. Wie lange hast du vor, im Park zu bleiben? Ich denke an einen Tagesausflug, aber ein Wochenendabenteuer könnte noch besser sein. Ein Wochenende würde mehr Erkundung und Entspannung ermöglichen. Genau. Im Park gibt es viele versteckte Juwelen zu entdecken. Wenn Sie einen längeren Aufenthalt planen, können Sie voll und ganz in die Natur eintauchen. Ja. Ich werde es mit meinen Freunden besprechen. Lass mich wissen, wie es läuft. Ich möchte von all den Abenteuern hören. Ich werde auf jeden Fall alles teilen. Danke für deinen Enthusiasmus, John. Danke, dass du mich in deine Pläne aufgenommen hast, Anna. Ich freue mich auf das Abenteuer im Green Valley National Park. Raute Lektion 17: Die Reise zu einem nachhaltigen Leben. Guten Morgen, Anna. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, nachhaltiger zu leben? Guten Morgen, John. Ja, ich habe oft darüber nachgedacht. Es ist ein wichtiges Thema. Ich stimme zu. Nachhaltiges Leben ist entscheidend für die Zukunft unseres Planeten. Was hat Ihr Interesse an diesem Thema geweckt? Ich habe kürzlich ein Buch über Abfallreduzierung und Ressourcenschonung gelesen. Das klingt aufschlussreich. Was waren einige wichtige Punkte, die Sie überzeugend fanden? Das Buch betonte die Bedeutung von Kompostierung und Recycling. Durch Kompostierung kann Abfall erheblich reduziert werden. Haben Sie mit der Kompostierung begonnen? Hab ich. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich organische Abfälle in nährstoffreiche Böden verwandeln können. Das ist wunderbar. Es ist, als würde man der Erde etwas zurückgeben. Genau. Darüber hinaus ging es in dem Buch um die Verwendung wiederverwendbarer Produkte. Wiederverwendbare Artikel sind in der Tat ein Schlüsselelement für ein nachhaltiges Leben. Ich bin auf wiederverwendbare Einkaufstaschen und Wasserflaschen umgestiegen. Das sind hervorragende Entscheidungen. Es reduziert den Plastikmüll erheblich.
Ich habe auch angefangen, Produkte mit minimaler Verpackung zu kaufen. Das ist eine großartige Praxis. Es ermutigt Unternehmen, überschüssige Verpackungen zu reduzieren. Das tut es. Die Unterstützung umweltbewusster Marken kann einen Unterschied machen. Haben Sie lokale Bauernmärkte erkundet? Ja, ich habe kürzlich einen besucht, die Produkte waren frisch und stammen aus der Region. Lokale Märkte fördern die Gemeinschaft und reduzieren die Transportemissionen. Ich fühlte mich gut, lokale Landwirte zu unterstützen und gleichzeitig Bioprodukte zu genießen. Das ist eine Win-Win-Situation. Hast du irgendwelche neuen Lebensmittel entdeckt? Ich habe verschiedene alte Tomaten probiert. Sie waren köstlich. Heirloom-Tomaten haben so reiche Aromen, ich genieße sie in Salaten. Ja, ich habe vor, beim Kochen mit ihnen zu experimentieren. Das Kochen mit frischen Zutaten verstärkt den Geschmack jedes Gerichts. Ich habe auch versucht, mehr pflanzliche Mahlzeiten zuzubereiten. Das ist eine gesunde Wahl. Pflanzliche Diäten können sehr nahrhaft sein. Ich stimme zu. Sie können auch den mit der Tierhaltung verbundenen CO2-Fußabdruck reduzieren. Du machst unglaubliche Veränderungen, John. Danke, Anna. Ich hoffe, andere dazu inspirieren zu können, nachhaltige Praktiken in Betracht zu ziehen. Ihre Bemühungen können zu einem Dominoeffekt innerhalb der Community führen. Ich glaube, dass jede kleine Aktion zu einer größeren Bewegung beiträgt. In der Tat. Haben Sie über zukünftige nachhaltige Projekte nachgedacht? Ich denke darüber nach, eine Aufräumaktion der Gemeinde zu organisieren. Das ist eine fantastische Idee. Sie könnte das Bewusstsein für lokale Umweltprobleme schärfen. Ich hoffe, Freiwillige zu finden, die bei den Aufräumarbeiten helfen. Ich helfe gerne. Es ist wichtig, unsere Naturräume zu schützen. Danke, Anna. Ihr Engagement wird einen Unterschied machen. Gemeinsam können wir eine Kultur der Nachhaltigkeit in unserer Gemeinde fördern. Ja, das ist das Ziel. Ich werde bald mit der Planung der Veranstaltung beginnen. Bitte halte mich auf dem Laufenden. Ich freue mich darauf, einen Beitrag zu leisten. Ich werde die Details auf jeden Fall mit Ihnen teilen. Es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen Maßnahmen für eine bessere Zukunft ergreifen. Danke für deine Unterstützung, Anna. Gemeinsam können wir etwas Positives bewirken. Unbedingt. Setzen wir uns weiterhin für ein nachhaltiges Leben ein. Ja, lassen Sie uns mit gutem Beispiel vorangehen und andere auf diesem Weg inspirieren. Lektion 5. Die Bildungslandschaft. Guten Tag, Anna. Ich habe über das Bildungssystem in den Vereinigten Staaten gelesen. Guten Tag, John. Das klingt interessant. Was hast du gelernt? Ich entdeckte, dass einige Städte und Gemeinden möglicherweise ein Realschulsystem haben. Ja, ich glaube, dieses System eignet sich für Kinder von der 7. bis zur 9. Klasse. Genau, es dient als Übergang zwischen Grundschule und Gymnasium. Das ist eine wichtige Phase auf dem Bildungsweg eines Kindes. Das ist es in der Tat. Die Schüler stehen in dieser Zeit vor verschiedenen Anpassungen. Was sind einige der grundlegenden Veränderungen, die Sie erleben? In akademischer Hinsicht werden die Fächer spezialisierter und anspruchsvoller.
Das kann für Studierende ziemlich anstrengend sein. Wie passen sie sich an? Viele Realschulen bieten Beratungsprogramme an, um den Schülern zu helfen, sich anzupassen. Beratungsprogramme sind von Vorteil. Sie können Unterstützung und Ressourcen bereitstellen. Ja, Berater stehen den Studierenden bei akademischen und persönlichen Fragen zur Verfügung. Dieses Unterstützungssystem ist in diesen prägenden Jahren von entscheidender Bedeutung. Es hilft den Schülern, soziale Fähigkeiten zu entwickeln und Selbstvertrauen aufzubauen. Welche Fächer werden in der Regel an Realschulen angeboten? Kernfächer wie Mathematik, Naturwissenschaften, Englisch und Sozialkunde sind unerlässlich. Gibt es auch Wahlfächer? Ja, Studierende haben oft die Möglichkeit, Wahlfächer wie Kunst oder Musik zu wählen. Wahlfächer ermöglichen es den Studierenden, ihre Interessen zu erkunden. Es kann eine großartige Möglichkeit sein, Kreativität zu fördern. In der Tat, die Teilnahme an Aktivitäten wie einer Band oder einem Theater kann bereichernd sein. Außerschulische Aktivitäten spielen auch eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung der Schüler. Ja, sie fördern Teamfähigkeit und Führungsqualitäten. Wie bereiten Realschulen die Schüler auf die Highschool vor? Sie vermitteln grundlegendes Wissen, Lernfähigkeiten und Entwicklungsprogramme. Es ist beruhigend zu wissen, dass die Schulen der Vorbereitung auf die nächste Phase Priorität einräumen. Unbedingt. Diese Vorbereitung ist entscheidend für den Erfolg der Schüler. Sind Realschulen in jedem Bundesstaat üblich? Nicht unbedingt. In einigen Regionen gibt es möglicherweise Mittelschulen, die stattdessen die Klassen 6 bis 8 umfassen. Das ist interessant. Gibt es einen Unterschied im Lehrplan zwischen der Realschule und der Mittelschule? Der Lehrplan kann variieren, aber das Ziel bleibt konsistent, das Wachstum der Schüler zu fördern. Ich verstehe. Jedes System scheint seinen eigenen Bildungsansatz zu haben. Ja, lokale Gemeinschaften beeinflussen oft die Struktur des Bildungssystems. Wie wirkt sich diese Variabilität auf die Erfahrungen der Schüler aus? Dies bedeutet, dass die Studierenden je nach Wohnort unterschiedliche Möglichkeiten haben können. Das macht Sinn. Der Zugang zu Ressourcen kann die Qualität der Bildung stark beeinflussen. Genau. Schulen mit mehr Finanzmitteln können oft vielfältige Programme anbieten. Ich hoffe, dass alle Schüler unabhängig von ihrem Standort eine qualitativ hochwertige Ausbildung erhalten können. Das ist in der Tat wichtig für die Förderung der Chancengleichheit. Bildung ist eine der Säulen der persönlichen und gemeinschaftlichen Entwicklung. Stimmt. Es prägt den Einzelnen und leitet den gesellschaftlichen Fortschritt. Ich glaube, dass sich die Bildungssysteme kontinuierlich an die Bedürfnisse der Schüler anpassen müssen. Ich stimme zu. So wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt, muss sich auch das Bildungssystem weiterentwickeln. Es ist inspirierend, über die mögliche Zukunft der Bildung nachzudenken. Es gibt viele Innovations- und Verbesserungsmöglichkeiten. Ich freue mich darauf zu sehen, wie sich diese Veränderungen im Laufe der Jahre entwickeln. Ich auch, Anna. Bildung bleibt ein faszinierendes und unverzichtbares Thema. Vielen Dank für diese spannende Diskussion, John. Das Vergnügen liegt bei mir, Anna. Es macht mir Spaß, diese Themen mit Ihnen zu erkunden. Lektion 6. Die Tiefen der Psychologie erkunden. Guten Tag, Anna. Ich habe kürzlich ein faszinierendes Seminar über Psychologie besucht.
Guten Tag, John. Das klingt faszinierend. Welche Themen wurden behandelt? Das Seminar befasste sich mit verschiedenen Aspekten der Psychologie. Dies sind nur einige der vielen Bereiche der Psychologie. Auf welche spezifischen Bereiche haben Sie sich während des Seminars konzentriert? Sie erforschten kognitive Psychologie, Verhaltenspsychologie und Sozialpsychologie. Jedes dieser Felder ist reich an Informationen. Was hat dich am meisten fasziniert? Ich fand die kognitive Psychologie besonders interessant. Sie untersucht, wie Menschen denken und Informationen verarbeiten. Das Verständnis von Denkprozessen kann wertvolle Einblicke in das menschliche Verhalten liefern. Genau. Es erklärt, wie Menschen Entscheidungen treffen und Probleme lösen. Das ist ein kritischer Aspekt des täglichen Lebens. Wie lässt sich die kognitive Psychologie in realen Szenarien anwenden? Zum Beispiel beeinflusst es Bildungsstrategien, indem es effektive Lerntechniken identifiziert. Das ist faszinierend. Gibt es Techniken, die du gelernt hast und die besonders effektiv sind? Ja, Techniken wie beabstandete Wiederholungen und aktives Erinnern verbessern die Erinnerungsfähigkeit. Ich habe von diesen Strategien gehört. Sie fördern die Entwicklung des Langzeitgedächtnisses. In der Tat. Sie sind praktische Werkzeuge für Studierende und Berufstätige gleichermaßen. Was ist mit der Verhaltenspsychologie? Welche Erkenntnisse hat das Seminar vermittelt? Die Verhaltenspsychologie untersucht, wie externe Faktoren das Verhalten beeinflussen. Das macht Sinn. Es konzentriert sich eher auf beobachtbare Handlungen als auf interne Gedanken. Richtig. Es wird oft in therapeutischen Einrichtungen verwendet, um Verhaltensweisen zu modifizieren. Techniken wie positive Verstärkung scheinen gut zu funktionieren. Unbedingt. Die Belohnung erwünschter Verhaltensweisen kann zu Wiederholungen anregen. Die Verhaltenspsychologie bietet praktische Anwendungen in verschiedenen Bereichen. In der Tat. Es ist besonders relevant in Bildung und Therapie. Wie wäre es mit Sozialpsychologie? Welche Aspekte wurden besprochen? Die Sozialpsychologie untersucht, wie Individuen interagieren und sich gegenseitig beeinflussen. Das ist ein faszinierendes Studiengebiet. Es kann uns helfen, die Gruppendynamik zu verstehen. Ja, Konzepte wie Konformität und Gruppendenken wurden ausführlich besprochen. Diese Konzepte wirken sich stark auf Entscheidungsprozesse in Gruppen aus. In der Tat. Das Verständnis dieser Dynamiken kann die Kommunikation und Zusammenarbeit verbessern. Ich sehe die praktischen Implikationen. Psychologische Kenntnisse bereichern viele Berufe. Wirklich. Die Psychologie ist eines der vielseitigsten Studienfächer. Es bietet sicherlich Werkzeuge, um uns selbst und andere zu verstehen. Hast du irgendeinen Hintergrund in Psychologie, Anna? Ich habe während meines Grundstudiums Psychologie studiert. Es hat mein Interesse geweckt. Das ist wunderbar. Welcher spezifische Bereich hat Ihnen am meisten gefallen? Ich fühlte mich besonders zur Entwicklungspsychologie hingezogen. Es ist faszinierend zu verstehen, wie Menschen wachsen und sich verändern. Die Entwicklungspsychologie gibt Einblicke in Lebensphasen und Meilensteine. Ja, es erklärt die kognitive und emotionale Entwicklung von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter.
Jede Phase bietet einzigartige Herausforderungen und Möglichkeiten. Das gewonnene Wissen kann Eltern und Pädagogen dabei helfen, das Wachstum zu fördern. Genau. Es zeigt, wie wichtig unterstützende Umgebungen sind. Ich glaube fest daran, dass die Psychologie unser Verständnis menschlicher Erfahrungen verbessert. Ich stimme zu, Anna. Es hilft uns, Beziehungen und gesellschaftliche Dynamiken zu steuern. Das Seminar klingt bereichernd. Sind Folgesitzungen geplant? Ja, die Organisatoren planen, weitere Workshops zu veranstalten, die sich auf praktische Anwendungen konzentrieren. Ich würde gerne teilnehmen. Praktisches Wissen ist von unschätzbarem Wert. Lassen Sie uns gegenseitig über bevorstehende Sitzungen auf dem Laufenden halten. Das würde ich schätzen, John. Wir können gemeinsam weiterforschen. Gemeinsam können wir mehr über dieses faszinierende Gebiet herausfinden. Ich freue mich darauf, mich eingehender mit der Komplexität der Psychologie zu befassen. Ich auch, Anna. Es ist eine Reise, die es wert ist, unternommen zu werden. Lektion 7. Die neue Wohnung. Guten Tag, Anna. Haben Sie es geschafft, mehr Informationen über die neue Wohnung zu finden? Guten Tag, John. Ja, ich habe Daten über die Leasingpreise in der Gegend gesammelt. Das ist toll zu hören. Was hast du über die Preise herausgefunden? Sie sind im Vergleich zu anderen Stadtteilen durchaus vernünftig. Ich freue mich, das zu hören. Was sind die Durchschnittspreise für ein Apartment mit einem Schlafzimmer? Die Durchschnittspreise liegen zwischen $800 und $1.000 pro Monat. Das scheint fair zu sein. Es ist wichtig, einen bequemen Platz im Rahmen des Budgets zu finden. Unbedingt. Wie steht's mit dem Mietvertrag? Gibt es spezielle Details, die Sie empfehlen würden? Ja, es ist wichtig, den Mietvertrag gründlich zu lesen. Auf welche besonderen Aspekte sollte ich achten? Konzentrieren Sie sich auf die Dauer des Mietvertrags und alle Verlängerungsklauseln. Das macht Sinn. Ich möchte sicherstellen, dass es meinen langfristigen Plänen entspricht. Informieren Sie sich außerdem über die Bedingungen in Bezug auf Kautionen und Wartungsverpflichtungen. Danke für den Rat. Diese Details können meine Erfahrung erheblich beeinflussen. Das können Sie sicherlich. Transparenz im Mietvertrag ist entscheidend für den Seelenfrieden. Ich werde auch nach versteckten Gebühren Ausschau halten. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, alle Kosten im Voraus zu klären. Ich schätze Ihre Erkenntnisse. Gibt es noch etwas, das ich beachten sollte? Stellen Sie sicher, dass Sie die Richtlinien für Haustiere und Gäste verstanden haben. Ich habe ein Haustier, also muss ich das bestätigen. In vielen Apartments gelten strenge Richtlinien für Haustiere. Es ist am besten, dies im Voraus zu klären. Ich werde danach fragen, wenn ich Anfragen stelle. Was ist mit den Nebenkosten? Es ist wichtig zu wissen, welche Nebenkosten in der Miete enthalten sind. Das ist ein gutes Argument. Ich möchte alle Ausgaben effektiv budgetieren. Wenn Sie Ihre monatlichen Gesamtkosten kennen, können Sie besser planen. Ich werde mein Bestes tun, um all diese Informationen zu sammeln, bevor ich etwas unterschreibe. Es geht dir gut. Ein gründlicher Ansatz wird Ihnen auf lange Sicht zugutekommen. Danke, John.
Ich fühle mich jetzt selbstbewusster. Ich freue mich, Ihnen helfen zu können. Hast du die Wohnung schon besucht? Ja, ich hab's gestern besucht. Es hat eine schöne Aussicht und viel natürliches Licht. Das klingt wunderbar. Ein heller Wohnraum kann die allgemeine Stimmung verbessern. Ich stimme zu. Die Nachbarschaft scheint auch freundlich zu sein. Eine unterstützende Gemeinschaft verbessert das Wohnerlebnis erheblich. Ich konnte Familien und junge Berufstätige in der Gegend sehen. Das ist eine gesunde Mischung. Das führt oft zu einer lebendigen lokalen Kultur. Ich hoffe, schnell neue Nachbarn kennenzulernen und Freunde zu finden. Der Aufbau von Verbindungen verbessert Ihr Zugehörigkeitsgefühl. Ich glaube schon. Ich freue mich darauf, mich in meiner neuen Umgebung einzuleben. Deine Begeisterung ist ansteckend. Was ist der nächste Schritt für dich? Ich plane, meine Recherchen abzuschließen und Fragen für den Vermieter vorzubereiten. Das ist ein ausgezeichneter nächster Schritt. Seien Sie proaktiv in Ihren Diskussionen. Das werde ich. Ich will sicher gehen, dass es die richtige Entscheidung ist. Vertraue deinen Instinkten. Zu Hause sollte sich wohl und einladend anfühlen. Danke für deine Ermutigung, John. Das bedeutet mir viel. Ich freue mich darauf, von deinem neuen Abenteuer in der Wohnung zu hören. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich glaube, das wird eine bedeutende Veränderung in meinem Leben sein. Das wird es sicherlich sein. Freuen Sie sich auf das neue Kapitel, das vor uns liegt.